Hi, Anja hier für tabletblog.de, heute mit einem Unboxing-Video vom brandneuen Samsung Galaxy Tab A8. Legen wir los. Bevor wir anfangen, schaut mal bei meinem neuen Instagram-Account vorbei. Dort werde ich immer mal wieder ein paar Einblicke hinter die Kulissen geben. Beginnen wir mit dem Unboxing vom Samsung Galaxy Tab A8. Das ist seit gut einer Woche in Deutschland verfügbar und die günstigste Version kostet 229 € mit 3 GB RAM und 32 GB Speicher. Gut, packen wir das Tablet aus und erstmal haben wir in der Verpackung natürlich das Tablet selber. Sieht recht schick aus, ziemlich ähnlich wie beim Vorgänger. Dann haben wir den typischen Papierkram, also Garantiebescheinigung und Schnellanleitung. Dann haben wir so ein Eject-Tool. Ich habe hier nicht die LTE-Version, die gibt es auch, aber mit diesem Tool könnt ihr auch eine Micro-SD-Karte einlegen. Dann haben wir ein ganz klassisches Netzteil und ein normales USB-C-Kabel. Ja, wie üblich sind bereits mehrere Stunden vergangen, seit ich die ersten Aufnahmen gemacht habe und ich habe bereits ein bisschen mit dem Samsung Galaxy Tab A8 herumgespielt und jetzt schauen wir uns erstmal das Design des Tablets ein bisschen genauer an. Wir haben hier ein 10,5 Zoll großes Display, dann schwarze Displayrahmen, gar nicht mal so dicke, sondern relativ dünne, vor allem für den Preis. Dann haben wir hier oben eine 5 Megapixel Webcam, also nicht die höchste Auflösung, aber auf jeden Fall ganz normal für eine Frontkamera. Und mit der könnt ihr das Tablet per Gesichtserkennung entsperren und das zeige ich euch mal schnell. Ich mache es aus und wieder an und dann ist es auch schon entsperrt. Wir haben hier keinen Fingerabdruckscanner, aber das ist in dieser Preisklasse auch nicht üblich. Das Galaxy Tab A8 ist 6,9 mm dünn, also schon relativ dünn und wiegt 508 Gramm. Es ist also nicht das leichteste Tablet, aber jetzt auch nicht extra schwer. Wir haben hier auf der Rückseite eine 8 Megapixel Kamera. Es gibt keinen LED-Blitz oder so. Dann haben wir hier eine Kunststoffabdeckung für die WLAN-Antennen und der Rest des Gehäuses besteht aus Metall und das Tablet hier fühlt sich auch recht wertig an. Für den Preis sogar überraschend hochwertig und auf jeden Fall hochwertiger als das Amazon Fire HD 10 beispielsweise. Gut, gehen wir ein bisschen um das Tablet herum. Wir haben hier an der Seite 2 Lautsprecher und an dieser Seite nochmal 2 Lautsprecher. Insgesamt hat das Tablet, also genauso wie der Vorgänger, 4 Lautsprecher. Die Tonqualität ist auch gut, auf keinen Fall vergleichbar mit einem iPad Pro oder so, aber für den Preis hört sich der Ton auf jeden Fall gut an. Wenn ihr die Lautstärke ganz hochschraubt, ich habe damit bereits ein bisschen YouTube und so geschaut, dann ist schon so ein bisschen Kratzen oder Verzerrung zu hören. Auf jeden Fall ist der Bass dann nicht so stark, aber bei so mittlerer Lautstärke bis ein bisschen höher hört sich der Ton doch sehr solide an. Wir haben dann an dieser Seite einen ganz normalen Kopfhöreranschluss. Das ist immer cool, wenn Tablet-Hersteller diesen noch verbauen, denn die meisten Tablets haben hier keinen Kopfhöreranschluss mehr. Dann haben wir hier einen ganz normalen USB-C-Port und es ist ein USB-C 2.0 Anschluss. Das heißt, ihr könnt zwar vieles Zubehör anschließen, aber keine externen Monitore. An dieser Seite haben wir nichts. Dann haben wir hier unten einen Micro-SD-Kartenslot. Der Speicher ist also erweiterbar. Das ist auch immer cool bei Samsung. Ja, ich hatte bereits alle Vorgänger dieser Serie und im Vergleich zum Galaxy Tab A7, das vor gut einem Jahr erschienen ist, bisschen länger, hat sich das Design nicht allzu stark verändert, aber einige Elemente sind so ein bisschen eckiger, kantiger geworden, vor allem auf der Rückseite so ein bisschen, aber das Grunddesign ist doch wirklich sehr, sehr ähnlich. Und dann kommen wir doch gleich zum Display des Galaxy Tab A8. Wir haben hier ein 10,5 Zoll großes Display mit einem Seitenverhältnis von 16:10 und die Auflösung liegt bei 1920 x 1200 Pixel, also etwa eine Full-HD-Auflösung. Und bei dieser Displaygröße finde ich Full-HD immer ausreichend. Texte und Icons und so weiter, die schauen auf jeden Fall scharf genug aus. Klar, jetzt nicht so scharf wie bei höher auflösenden Tablets oder wie bei einem Smartphone. Dort sind die Texte immer ein gutes Stück schärfer, aber auf jeden Fall gut genug. Full HD auf 10 Zoll vollkommen ausreichend. Das Display selber ist laminiert, das ist auf jeden Fall super und auf jeden Fall ein Pluspunkt gegenüber dem Apple iPad 9, das ja kein laminiertes Display hat. Aber sonst ist das Display nur in Ordnung.
Die Blickwinkel sind solide, da habe ich echt nichts dran auszusetzen. Samsung schreibt in letzter Zeit immer nur, dass sie TFT-Displays verbauen, aber ich denke trotzdem, dass das hier auch ein IPS-Display ist. Auf jeden Fall sind die Blickwinkel ordentlich weit. Farben und so weiter und Weißwerte schauen allerdings nur okay aus. Jetzt keine Spitzenklasse, ich wollte mal kurz den Browser noch öffnen. Ja, es schaut alles okay aus, kann man gut nutzen. Ich habe auch schon YouTube und Netflix damit geschaut. Alles in Ordnung, aber jetzt natürlich kein Spitzenklasse-Display. Aber bei einem Preis von 230 € erwartet man das natürlich auch nicht. Übrigens, Netflix kann man hier in HD schauen. Das hat ein Weitwinkellevel von L1 und somit könnt ihr Netflix mit HD-Auflösung schauen. Klingt logisch, ist aber nicht immer so. Bei Samsung ist es immer so, aber früher bei den Lenovo-Tablets nicht. Und auch bei dem Nokia-Tablet, das ja ein direkter Konkurrent ist, kann man Netflix nicht in HD schauen. Von daher ist es durchaus wichtig, das hier zu wissen. Übrigens, das Samsung Galaxy Tab A8 unterstützt nicht den S Pen. Trotzdem ist aber die Samsung Notes App vorinstalliert und dort könnt ihr auch schreiben, zum Beispiel mit eurem Finger, oder ihr könnt Stifte für kapazitive Touchscreens kaufen. Aber die sind nicht so gut wie der S Pen. Wenn ihr ein Samsung Tablet mit S Pen haben möchtet, müsst ihr euch das Galaxy Tab S6 Lite anschauen oder das Galaxy Tab S7 FE oder natürlich die normale Galaxy Tab S7 Reihe. Aber die Samsung Notes App, die gibt es, die finde ich auch weiterhin als Notizen-App echt klasse. Ja, aber wie gesagt, der S Pen wird eben nicht unterstützt, nur damit ihr es wisst. Gut, kommen wir zur internen Hardware. Im Samsung Galaxy Tab A8 sitzt ein Unisoc Tiger T618 Prozessor. Das ist ein relativ unbekannter Octa-Core-Chipset, dessen Kerne mit bis zu 2 GHz takten. Und der gleiche Chip, meine ich, steckt auch in einem Tablet von Nokia, das ich bereits getestet habe. Seht ihr auch gleich im Benchmark-Vergleich. Dazu gibt es 3 GB oder 4 GB RAM und 32 oder 128 GB internen Speicher. Ich habe die günstigste Version mit 3 GB und 32 GB, denn nur die scheint bisher auf Lager zu sein. Gut, ihr seht hier im Benchmark-Vergleich, dass insbesondere die Grafikleistung ein gutes Stück über dem Galaxy Tab A7 vom letzten Jahr liegt. Das ist echt klasse zu sehen. Die Single-Core-Leistung ist ebenfalls ein ganz klein bisschen flotter, allerdings ist die Multicore-Leistung ein ganz klein wenig langsamer. Interessant ist auch, dass die Ergebnisse über dem Nokia-Tablet sitzen, das ich ja bereits erwähnt habe, aber sonst ist die Leistung natürlich deutlich unter den hochwertigeren Tablets, wie das Samsung Galaxy Tab S7, S7 FE und so weiter. Die sind ein gutes Stück flotter als das Galaxy Tab A8 und das Apple iPad 9 bleibt deutlich leistungsstärker, kostet ja aber auch mindestens 100 € mehr. Ich habe bereits PUBG Mobile gespielt und hier konnte ich einen deutlichen Unterschied im Vergleich zum Vorgänger merken, denn beim Galaxy Tab A7 kann man das Spiel nur mit ausgeglichener Grafik spielen, aber hier kann man die Grafik auf HD setzen und ihr seht ja, dass es auch schön flüssig läuft. Dann habe ich auch Racer ausprobiert und auch hier kann man die Grafik schon hochsetzen. Race heißt das Game und ja, auch das läuft flüssig, das seht ihr ja. Also das Galaxy Tab A8 ist jetzt kein mega hochwertiges Spieletablet mit Ultra-HD-Grafik und so weiter. Auch Fortnite wird hier drauf nicht mit den höchsten Einstellungen laufen, wenn überhaupt. Aber ihr könnt die meisten Spiele so mit mittleren Grafikeinstellungen spielen. Und genau das wollen wir ja auch bei einem unteren Mittelklasse-Tablet wie dem Galaxy Tab A8 hier. Also die Spieleleistung ist okay. Und auch sonst ist die Leistung, soweit ich bisher sehen konnte, ganz gut. Das System reagiert relativ flott und auch im Chrome-Browser kann man ganz normal surfen, YouTube schauen. Also bei der Performance ist mir bisher nichts Negatives aufgefallen. Und dann kommen wir doch zur Software. Auf dem Samsung Galaxy Tab A8 läuft Android 11 und das werden wir uns in den Einstellungen mal ganz schnell anschauen. Wir gehen hier zur Softwareinformation und da sehen wir Android Version 11. Und dann die OneUI in Version 3.1. Das ist natürlich die eigene Oberfläche von Samsung. Hier haben wir Android 11. Das Coole bei Samsung ist natürlich, dass sie immer ziemlich lange Updates verteilen, und zwar länger als die meisten anderen Hersteller von Android-Tablets. In der Regel bekommen die Galaxy Tab A-Tablets mindestens 2 große Updates, manchmal 3 und mal sehen, wie lange es hier geupdatet wird, aber ich gehe davon aus, dass es mindestens 2 Updates bekommen wird. Versprechen kann ich aber natürlich nichts, denn ich habe jetzt keine Insider-Infos von Samsung oder so.
Die Oberfläche ist ziemlich stark angepasst, das seht ihr ja auch hier. Das sind die typischen Apps von Samsung vorinstalliert, dazu gehört auch der Galaxy Store, Samsung Notes, es gibt einen eigenen Samsung Browser. Und ja, es ist wirklich ziemlich viel dabei. Ihr könnt, wenn ihr das Tablet zum ersten Mal startet, sogar noch mehr installieren. Das habe ich aber nicht gemacht, denn ja, das reicht schon. Das Einzige, was ich hier selber installiert habe, sind Geekbench und die Spiele. Sonst ist Netflix, Spotify und YouTube Music sind vorinstalliert und die Google Apps natürlich ebenso. Und das gleiche gilt für die Microsoft Apps. Ziemlich schade finde ich, dass hier Samsung DeX nicht funktioniert. Das ist der Desktop-Modus von Samsung. Der funktioniert immer nur mit den hochwertigeren Geräten, aber nicht mit den Einsteiger- und ja, so Mittelklasse-Tablets. Da funktioniert Samsung DeX in der Regel nicht. Ziemlich cool fand ich aber, dass man in den Einstellungen so ein Dock aktivieren kann. Samsung nennt das Edge Panel. Das schalte ich mal ein und dann könnt ihr von der Seite so eine Art Dock eben hervorziehen. Da sind einmal Apps, die ihr vermutlich benutzen werdet und dann könnt ihr auch selber konfigurieren, welche Apps dort angezeigt werden. Und dieses Dock könnt ihr dann aus jeder App heraus starten. Das ist ganz cool, aber wie gesagt, Samsung DeX gibt es hier jetzt nicht. Gut, das war's auch schon. Das hier ist mein Unboxing und erster Eindruck vom Samsung Galaxy Tab A8. Ich muss das Tablet jetzt ausführlich testen und ich freue mich auf jeden Fall darauf, denn die günstigsten 10 Zoll Tablets von Samsung, die sind immer doch ziemlich spannend, denn oft bieten sie ein sehr solides Preis-Leistungs-Verhältnis und werden oft auch recht schnell vergünstigt angeboten. Und soweit ich bisher hier sehen konnte, ist auch das Galaxy Tab A8 wie der Vorgänger ein recht solider Deal, wenn ihr denn ein günstiges 10 Zoll Tablet sucht. Aber ich muss das natürlich vorher noch testen. Ich hoffe mal nicht, dass mir irgendwas negativ auffällt. Sonst beim ersten Eindruck nach ist die Verarbeitung sehr solide. Das Display ist nicht herausragend, aber sehr solide. Das gleiche gilt für die 4 Lautsprecher. Nicht herausragend, aber sehr solide. Ziemlich cool finde ich aber immer, dass Samsung relativ lange Updates verteilt und dass man Netflix mit HD-Auflösung schauen kann. Denn das ist bei Tablets, vor allem dieser Preisklasse, nicht immer der Fall. Die Spieleleistung hat sich im Vergleich zum Vorgänger merkbar verbessert, deutlich verbessert sogar. Man kann es wirklich in den Einstellungen sehen, dass die Grafik höher gestellt werden kann. Das finde ich super. Und ja, soweit erstmal zum Samsung Galaxy Tab A8. Gut, das war mein Unboxing vom Samsung Galaxy Tab A8. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir in die Kommentare. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.